Unser Abenteuer durch das grüne Georgien Richtung Mestia geht weiter. Aber seit Beginn der Reise hier in diesem wunderschönen Land regnet es so gut wie jeden Tag. Unser Equipment versagt reihenweise und nun müssen wir uns überlegen, wie wir mit kaputtem Zelt trocken bleiben. Ein paar Tage vorher. In der wenigen Zeit, die wir hier in Georgien sind wir voll und ganz der wunderschönen Landschaft verfallen. Wir finden unzählig viele schöne Plätze, um unser Zelt aufzustellen. Und es gibt super viele Trinkwasserquellen mit frischem Gebirgswasser. Geografisch gesehen liegt Georgien in Vorderasien und bildet so die Brücke zwischen Europa und Asien. Die Landschaft wird vor allem durch den Kaukasus geprägt, der rund 87% der Landesfläche ausmacht. Hier ist mega Highlife. Die Kuh hier hat gerade versucht, aus unserem Topf zu trinken. Zum Glück war der schon leer. Jetzt verziehen sie sich ein bisschen, nachdem sie gemerkt haben, dass sie nicht aus dem Topf trinken dürfen. No, niet. Niet. Ara. 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 So ist brav. Die kauen nämlich auf allem Möglichen rum, auch auf Plastiktüten oder so. Und ich will jetzt nicht, dass sie an meinem Trikot rumknabbern oder sowas. Wir tun jetzt chillig frühstücken. Wir radeln hier gerade durch Svanetien, das zu den schönsten Regionen von ganz Georgien zählt. Dort spricht man aber nicht Georgisch, so wie wir es bisher kennengelernt haben, sondern Swanisch. Unser Ziel ist vorerst die Kleinstadt Mestia, die auf 1500 Metern liegt und sich touristisch immer mehr entwickelt. Da hinten im Hintergrund, rechts, wieder so kleine Türme aufragen. Typisch für Svanetien sind die Wehrtürme, die zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert errichtet wurden. Früher dienten sie als Zufluchtsort, zur Verteidigung und natürlich als Wachturm. Heute sind die Türme eher verfallen. Das war die Kante. Ist es wehgetan? Es geht schon. Ja? Ist okay. Ist okay? Ist okay. I guess Du so. hast die Kante nicht steil genug genommen. This one. Wie geht's dir? Ja, ist okay. Ja, ist okay. Die Kante war ein bisschen zu hoch. Ja. Ist was am Panel? Nein, man muss Kanten steil fahren, nicht so Ja, flach. aber das geht auch ganz Doch, schlecht das hier geht bei den auch so gekommen. Hügelpisten. Habe ich sonst noch irgendwo was? Ich sehe es nicht. Nein, du hast hier eine Schürfwunde und sonst gar nichts. Gut, dann weiter. Der Rest ist Dreck. Du musst auch kein Loch in der Kleidung. Weiter geht's. Helli! Ja, es brennt ein bisschen. Ganz schön blutig. Ist knapp dem Tod entkommen, würde ich sagen. Der Typ war 30 cm hinter dir mit seinem LKW da, mit seinem Auto. Knapp. Ja, es war ein Auto. Ich fast tot gefahren. Ach, gell, das ist gar nichts. Boah, Schlimmes. krass. Hier im Hintergrund haben wir nochmal die Türme. Ah, super schön hier oben. Wir sind jetzt so gut wie in Mestia. Und schauen wir mal weiter. Wir genießen hier wieder die Fahrt. Nein. Ja, ein bisschen Action gehört dazu, oder? Wow. Das ist der Hammer hier. Ich wäre gerade fast zerquetscht worden von einem Auto, das mich unbedingt noch überholen musste, während dem Gegenverkehr kam. Aber ansonsten sind wir da. Voll cool und das ist so schön. Der Ausblick ist der Hammer. Oh. Ja, was ist passiert? Oh, wir haben geduscht. Vor so einem Gasthaus angehalten. Da war Ja, gerade vor eine ungefähr Frau, 2 Stunden oder so. die hat sich unterhalten mit jemandem. Und dann haben wir gefragt, dürfen wir unser Zelt hier in eurem Garten aufstellen? Hat gesagt, so klar, sie fragt den Mann. Und dann hat er gesagt, kein Problem. Ja, und jetzt sind wir hier für 2 Nächte. Und super geil. Ja, Wahnsinn. Und jetzt waren wir duschen und alles. Und es tut so gut, einfach
Ja, die letzte Dusche war in Kars in der Türkei, als wir beim Emre waren, beim Warm Showers. Und das ist über 2 Wochen her. Boah, ist das krass, ey. Ja, nur noch Flussdusche seitdem. Ja, klar, nur noch im Fluss baden und so weiter. Und wenn man so einen Ort wieder hat, wo man ein bisschen sein kann, dann ist das so super. Und ja, wir müssen natürlich wieder arbeiten, also Videos schneiden für euch. Und das geht natürlich auch nur, weil wir jetzt hier die Möglichkeit haben, bei den Leuten im Garten zu sein. Ja, und die haben auch Strom und so. Natürlich entlohnen wir die ein bisschen, aber für uns wäre es nicht irgendwie so cool, da jetzt in ein Zimmer zu gehen. Deswegen sind wir mit der Lösung sehr zufrieden hier. Ich bastle ja so unglaublich gerne. Neulich erst habe ich in Melli ein Mikrofon gebastelt aus 2 alten Teilen. Und jetzt hat mein Laptop wohl mitgekriegt, dass ich gern bastel und hat Lust auseinanderzufallen. Hier auf der Seite, der war schon mal geklebt hier. Hier habe ich es gerade neu geklebt. Jetzt ist es leider über dem Stromstecker. Jetzt muss ich hier drüben auch noch mal kleben, weil das Ding verabschiedet sich sonst, weil das Display sonst ja, rausfällt und ja, bricht das Motherboard ab. Für das Scheiß. Aber immerhin schon, ja, 10 Jahre. Gucken, wie lange er noch schafft. Das sind die alten. Die waren mit mir in Indien, diese Klebestreifen hier. Ja. Oh, das war aber schon ein paar Jahrzehnte. Ja. Tag 3 hier in Mestia an unserem Campingplatz. Und heute finden wir mal zusammen die ganzen Löcher in meinen Taschen. Wir machen jetzt den ultimativen Test und füllen Wasser in die Tasche und schauen, wo es rausläuft. Die haben nämlich ganz schön viele Löcher. Da leckt's. Und das ist ein bisschen schade und wir haben hier so einen tollen Kleber. Und mit dem Kleber kleben wir jetzt die ganzen Löcher. Und wie man die Löcher findet, ist auch gar nicht so einfach, weil die Löcher, die sieht man nicht gleich. Es sind nicht richtige Löcher, sondern es ist mehr so, dass die Naht aufgibt. Hier zum Beispiel, da kann ich mit dem Schraubenzieher reinfahren. Wenn man allerdings jetzt den ganzen Tag die Tasche nutzt, dann merkt man das gar nicht, dass da ein Loch ist. Und deswegen fährt man am besten mit so einem kleinen Schraubenzieher einmal an dieser Naht entlang und guckt, wo er reinrutscht. Schwupp, und den müssen wir jetzt kleben. Und davon gibt es einen Haufen. An der anderen Tasche bin ich schon fertig. Ja. Das waren bestimmt 7, 8 Stück. Und ist ein bisschen schade, weil unsere roten Vorrattaschen, die haben wir überhaupt noch nie Probleme mit gehabt. Die sind super klasse. Ich habe geglaubt, die haben den Kleber geändert oder sowas. Wir wissen es nicht. Das ist ein bisschen schade, weil die Taschen sind eigentlich gut. Vorne nie Probleme, bei den Hinterradtaschen leider schon. Ich bin jetzt bei der zweiten Tasche auch fertig. Und wie sich zeigt, an den Knickpunkten gehen sie besonders leicht auf. Also das wäre dann hier oben drinnen, wo man es immer faltet. Hier vorne. In denen hier, ich habe mich immer gewundert, warum diese Außentaschen immer nass waren. Hier ist es aufgegangen. Hier an diesen Stellen. Und es waren jetzt auch bestimmt 6 Stück oder so, die habe ich jetzt alles geklebt. Die sind nicht besonders groß, deswegen habe ich sie auch lange Zeit nicht gesehen. Aber wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt und mit so einem kleinen Schraubenzieher mal alles abfährt und gucken, wo es offen ist, dann findet man die Dinger. 50, okay. Also der hat 50% anscheinend. Sagt, wenn es super krasser Cha-Cha ist, dann brennt er sogar. Yes. Yes. 60%. That's right. Yes. Oh, yes. Good judging. Guter Cha-Cha. Auf Levan. Thank you, Levan. Ist er lieb. Er hat gesehen, dass wir hier mit dem Bier hocken. Und hat gesagt, dass wir doch zum Bier doch ein Cha-Cha trinken sollen. Und ob wir das wollen. Und er hat gesagt, ja, das probieren wir gerne. Und dann kam er raus hier mit einem Cha-Cha und hat uns erklärt, dass ein guter Cha-Cha 60% hat und dass man anzünden kann. Das hat er jetzt Daran gemacht. erkennt man, dass er gut feuert. Zum Wohl. Dann feuern wir uns hier mal rein auf nüchternen Magen. Und das ist überraschend gut. Genau. Also, wenn ich da mal einen Obstler von uns trinke, da rollen sich mir die Fußnägel auf, aber das ist gut. Ich halte jetzt mal was drüber. Ja, tatsächlich. Hier seht ihr, also man sieht die Flamme nicht, weil das ist Alkoholbrand, aber ich halte es nur drüber und es fängt an zu brennen. Melli schneidet jetzt Tomaten. Bei uns gibt es Tomates puri, also ohne Cha-Cha, nur Brot. Dazu Le Bier, noch mehr puri. Und das allerbeste, wo ist unser Kronjuwel? Hier. So richtig auch Käse. Das müsste 1 Kilo sein, fühlt sich zumindest so an. Also finanzielles, das kostet 18 oder ja 19 aufgerundet, Lari. Ungefähr 5 Euro. Ja, ein ganzer Block Käse.
Also Kilo Käse 5 €, das kriegst du, ja, also sehr homemade, ne. 2 Lari fürs Kilo Tomaten, 1,50 für ein Buri und einen umsonstigen Chacha und dazu ein 59 Lari Bier. Zur Erinnerung, 1 €, sind 3,75 Lari. Ah, die haben mitgekriegt, dass wir da sind. Voll lieb von euch. Ah, ihr seid so cool. Wow. Ja, habt ihr kein Fahrrad? Ja, komm, ein Fahrrad. Ja, komm. Ja, ein Fahrrad, super. Dankeschön. Aber wir gehen jetzt ins Bett. Sowas so tonlos. Das ist voll lieb von euch. So. Wir gehen jetzt ins Bett. Ja. Ich habe die tonloseste Stimme, die es gibt. So, danke, gute Nacht. Tschüss, bis morgen. Hoffentlich saufen wir hier nicht. Ja. Das Dumme ist, man filmt immer dann, wenn die Blitze nicht kommen, sondern erst danach, wenn man sich denkt, oh, jetzt muss ich filmen, da kommt bestimmt noch ein Blitz, aber dann kommt keiner. Und es blitzt die ganze... Ja, da ist ein Blitz. Ich glaube, da kommen sogar Hagel runter, oder? Kleine. Ja, tatsächlich. Es hagelt. Leute, das gibt's doch nicht. Es hagelt schon wieder. Ich hol mal so einen Hagel her. Ich meine, ja, es ist mehr so ein Schneeflöckchen Hagel, aber ja, da liegt er. Hier geht's gerade richtig ab. Wir sind immer noch am Mestia, das Wetter ist umgeschwungen und hier ist es voll am Schütten. Und der Wind geht ganz krass. Und ja, ich hoffe mal, dass nichts auf uns drauf kracht oder so. Also ja, schon ein bisschen scary. Aber ist noch okay. Ja, Abartig. Das Zelt kam gerade bis auf mich runter. Der Wind ist so heftig. Und es regnet schon wieder durch. Ich wollte gerade zusammenpacken und dann habe ich entdeckt, dass es von unten volle Gas reingesifft hat. Jo. Hier ist es auch bald schon nass und tropft dann oft in dem Zelt. Das hier an der Seite, das sollen eigentlich Tapes sein, die die Nähte vertapen. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Die sind vollkommen abgelöst. Und dieses Zelt jetzt gerade mal seit 6 Monaten. Also, naja. Unser Review auf der Webseite haben wir schon verändert. Also es ist ein Testzelt. Viele Leute fragen sich ja auch, warum wir nicht in unserem alten Zelt sitzen. Weil wir dieses Zelt hier getestet haben für die Firma. Und am Anfang war es gar nicht so übel, aber da hat es nicht geregnet. Aber jetzt hat es geregnet und Melli, was sagst du zum Zelt? Ja, für Sommer ohne Regen ist ganz gut, aber ansonsten für längere Zeit, glaube ich, kann man es nicht so gut hernehmen. Ja, welche Sommer sind denn schon ohne Regen? Es gibt immer mal Regen. Also, keine Ahnung. Es ist gut zum Mücken fernhalten und das war es dann aber auch schon. Ja, ist schon super unangenehm jetzt. Ich frage mich, wie so meine Matte unten drunter aussieht. Das will ich gar nicht wissen. Also, es ist anscheinend so viel Wasser, dass es durch die erste Matte durchkam und jetzt sogar hier an Melis zweiter, also an der richtigen Matte ist. Weil die da unten benutzen wir nur so für Yoga oder für irgendwas, was wir draußen machen, was Löcher macht. Und ja, das ist ja mal super unangenehm. Ich bin mal auf meine Matte gespannt. Also, so schaut die Wahrheit aus. Es ist nass. Alles. Unser Review haben wir schon abgepasst auf der Webseite. Wir brauchen ein neues Zelt. Das haben wir jetzt aufgehängt, sodass wir ein bisschen trocknen können. Innen, außen, oben, unten. Isomatten auch. Ich habe ja gestern diese Tasche versucht zu reparieren. Und ein Loch gibt es wohl noch, weil in der Nacht stand das Wasser so tief in meiner Tasche. Das Dumme ist, dieses Loch ist hier hinten. Also die Konstruktion ist einfach irgendwie nicht so richtig durchdacht, weil wenn hier hinten die Naht kaputt geht, dann kommt man da unmöglich hin. Ich muss es richtig mit Gewalt dieses Plastik hier vorbiegen, um irgendwie hier hinzukommen und das zu kleben. Und hier ist diese Stelle, wo es
genau. Da sieht man es ganz deutlich, wie hier die Naht abgegangen ist. Ja, wie sich's hebt. Da muss ich jetzt irgendwie um die Kurve Kleber reinkriegen. Das ist super zum Kotzen. 42 Kilometer, Uschguli. Hat ja heftig geschüttet gestern. Entsprechend schaut es jetzt hier aus. Da kann man da durchfahren. Uiuiuiuiui. Das spritzt ja ganz schön. Und wie ist es? Nass. Okay, ich guck mal nach. Scheiße. Das hat voll hochgespritzt. Volle Regenmontur. Hier oben auf dem Pass. Hier oben auf dem Pass. Pisst. Das ist arschkalt. Diesmal pisst es nicht, aber es ist trotzdem nass. Jetzt geht's da runter. Ich hoffe, ich rutsche nicht aus. Ich muss so schnell wie möglich fahren, dass ich nicht ausrutsche. Gibt keinen Sinn, aber egal. Die rauen und extremen Bedingungen hier oben im abgeschiedenen Kaukasus haben auch den Charakter der Menschen hier geprägt. Das Leben ist hier einsam und hart. Bis heute blieben alte Stammessitten erhalten und die Swanen sind besonders bekannt für ihre Tapferkeit und auch Kampfbereitschaft. Was hast du denn gemacht? Also hier gibt es ja jetzt nun keine Kühe, aber die Melli hat es trotzdem geschafft, den einzigen Haufen zu latschen, den es hier gibt beim Anhalten. Wir haben es jetzt über den ersten Pass geschafft, 1950 hatte der. Ich fahre jetzt auf der anderen Seite runter und hier schmiegt sich ein richtig schönes Dorf. Die Berge. Oh, die Kurve! Guck mal, schön hier! Wow. Schon wieder trocken fast hier unten. Das ist unglaublich, die Wechselhaftigkeit im Gebirge. Wow! Es sah so aus, als würde es auch heute mal wieder regnen. Ziemlich blöd. Das Zelt war ja undicht. Deshalb suchten wir lange nach einer Möglichkeit, unser Zelt irgendwo unterzustellen. Und siehe da, der Dani hat es gefunden. Dem ist hier die ganze Zeit übel regnet, ich bin jetzt untergestellt. Das ist gerade ein bisschen nach, aber es sieht trotzdem nicht so aus, als ob es besser wird. Schlafen wir heute an einer ganz speziellen Stelle. Unser Zelt ja so schön undicht ist. Da oben. Auf dem Dach von dem Haus. In dem Haus ist keiner drin. Und es sieht auch so aus, als wäre schon länger keiner mehr da gewesen. Ja, super klasse. Da oben ist es echt trocken. Und morgen soll es schön werden. Da kann man dann wieder gescheit fahren. Aber ja, ich möchte nicht nochmal so ersaufen wie letzte Nacht. Ja, so schaut es aus hier oben. Eigentlich ein super Campingplatz. Wir trocknen jetzt alles. Ich habe auch schon Wasser gefunden. Sachen wie meine Winterschuhe hier zum Beispiel, die habe ich immer am Fahrrad an der Seite dran. Diese gelbe Tüte habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Da muss die Tüte erneuert werden, weil halt da einfach gestern Nacht das reingeflossen ist. Wir waren jetzt so lange in der Türkei in der Hitze unterwegs, da merkt man nicht, ob die Tüten Löcher haben oder nicht, aber jetzt merkt man es dann schon. Man muss das alles raus und alles an die Luft, damit es nicht schimmelt. Und deswegen sind wir auch hier. Und ich habe diesen Platz hier gewählt. Die Melli ist damit nicht zufrieden, die jammert rum und sagt, aber was sollen wir machen? Also, sie hat jetzt schon eingesehen, dass der beste Platz ist. Ich hätte auch lieber was Ebenerdiges, wo man nicht alles hochheben muss und so, aber es ist halt jetzt so und das ist super gut eigentlich. Wollen wir sich nicht beschweren. Ja, so wie das so oft passiert, noch viel besser jetzt. Der Typ kam vorbei, haben in die Hütte gehört. Und hat gesagt, nee, auf dem Dach ist doch scheiße, so ungefähr, wir sollen doch da drin schlafen. Jetzt macht er uns Feuer unten und alles. Voll lieb, ich gebe jetzt der Melli alles wieder runter, was wir jetzt erst hier hochgeschleppt haben. Genau, voll der coole Typ. Da hinten kommt schon Rauch aus dem Schornstein. Ja,
Dann haben wir heute ein Feuer, können alles trocknen. Das ist doch eine super Sache. Das ist Ivan. Ivan wohnt mit seiner Familie im nächsten Dorf und manchmal kommt er hier raus zu seiner kleinen Hütte. Wir dürfen darin eine Nacht schlafen. Die Hütte ist sehr einfach, aber sie hat alles, was man braucht. Einen Ofen, Tisch, Stühle, ein Bett. Wir sprechen zwar nicht dieselbe Sprache, aber trotzdem verstehen wir uns auch ohne Worte. Super, wir haben jetzt von Ivan Essen mitgekocht hier, mit Würstchen und allem. So eine Art, ja, deutscher Eintopf halt. Wir gucken, ob er ihm schmeckt. Dazu gibt es Tee und natürlich Cha-Cha. Und seinen Käse, den er uns gebraten hat. Ich bin mal gespannt, der schmeckt bestimmt gut. So schaut es hier in meiner Hütte aus. Jetzt sehen wir uns mal ein bisschen mit dem Licht und so. Wenn ihr mal wissen wollt, was für eine Stirnlampe wir unterwegs sind, Leute, Lumonite, beste ever. Jetzt mal ohne Werbung zu machen, das ist die beste Lichtlampe, die ich je hatte. Lichtmaschine. Ja, das ist die Lichtmaschine schlechthin. Das Ding ist irre. 1200 Lux, das muss er erstmal nachmachen. In der Batterie. Dann haben wir zusammen hier gegessen und dann hat er natürlich Cha-Cha gebracht. Riesenhaufen Cha-Cha. Ich glaube, wir haben 4-5 Mal haben wir angestoßen. Hol doch mal die Flasche und zeig mal, wie leer die jetzt ist. Und der brennt, Alter, der ist ein bisschen schärfer als der vom Levan, oder? Naja, zu dritt. Ja, das war so einen halben Liter geht in die Flasche rein und wir haben jetzt zu dritt. Ja, zum Essen, klar. Ich meine, wir haben jetzt schon gut gegessen, wir sind jetzt nicht besoffen oder so, aber wir haben uns so richtig den Bauch vollgeschlagen mit geilem Essen und dem Käse von ihm. Und irgendwie in diesem Fass da hinten, da macht er Käse. Mach mal auf, kurz reingucken. Oh, Ich weiß noch nicht so ganz, wie das hier ist, aber da macht er Käse. Mach schnell wieder zu, nicht, dass er schlecht wird. Wir uns nur zeigen. Ja, aber der hat super geschmeckt. Ja, der war herrlich. Und wie gesagt, wir sollen Käse mitnehmen. Ivan zeigt uns den ausgestopften Bären, den er selbst geschossen hat, um seine Kuh zu beschützen. Gut, dass wir bisher noch keinen wilden, gefährlichen Tieren begegnet sind. Hier soll es nämlich auch Wölfe und Luchse geben. Gruselig. Ja, aber Also das war gruselig die finde ich es Kuh, nicht. Ich dachte nur, der wäre flauschig und ich finde ihn total eklig, wenn ich ihn anfasse. Was fasst man nicht mehr an da? Nee, Mann, also ich habe ihn einmal angefasst und das werde ich nie wieder tun. Das war widerlich. Vor der Hütte gibt es eine Wasserleitung mit Trinkwasserqualität. Und dann das stille Örtchen. Erstmal gehen wir hier zum Wasser. Dort holen wir uns Wasser mit der Flasche. Ich benutze hier diese Spritzflasche, weil sie einen super Spritzstrahl macht. Weil wir benutzen nämlich hier kein Klopapier, weil das Ganze nämlich nicht gut ist für die Umwelt und so weiter. Außerdem macht es nicht sauber. So, also wir haben jetzt Wasser geholt. Hier, Deckel drauf. Aus dieser Flasche trinken wir nicht. Das ist keine Trinkflasche, die ist für alles mögliche andere, zu Händewaschen und so weiter. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Er hat hier schon so einen ausgetretenen Pfad. Ah, den habe ich jetzt verloren, Mist. Da hinten jedenfalls ist die Toilette. Ah, und die Toilette ist ziemlich cool gebaut, nämlich direkt über dem Wasser. Genau. Dasselbe Wasser, mit dem wir uns gestern noch gewaschen haben. Nicht ausrutschen auf den rutschigen Brettern. Tada! Coole Sache. Das ist im Endeffekt nur ein Loch. Und so ein paar. Das ist super Desaster. Also die Taschen sind alle undicht. Es sind hier allein. Ich habe gar nicht genug Zwickerl. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher auf einer Seite und auf der anderen Seite genau das gleiche. Ich muss die in 2 Etappen kleben, weil ich keine Zwickerl habe. Bei der Tasche das gleiche und bei der bin ich noch gar nicht und die ist auch klatschnass. Genau, das sind jetzt die ersten 3 vom einen Fahrrad und dann noch natürlich das andere Fahrrad. Also 2 hinten und bei jedem Fahrrad und eine vorne bei jedem Fahrrad. Das ist hier hinten. Und es geht hier entlang. Wo kein Mensch es kleben kann, weil niemand mehr hinkommt. Schönen guten Morgen. Der Ivan ist weg, der hat gerade die Hütte abgesperrt. Wir haben vorher sauber gemacht und geräumt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Frühstück und dann fahren wir hier über diese Dampfwiese in Richtung Oschbuli. Diesmal haben wir nochmal Glück gehabt und sind dank Ivan die Nacht über trocken geblieben. Wenn du wissen willst, wie unsere Reise durch den wilden Kaukasus weitergeht, schau doch mal auf unserer Mitgliedsseite vorbei. Da kannst du unter anderem schon sofort die nächste unveröffentlichte Folge ansehen. Denn mit deiner Unterstützung ermöglichst du es uns, weiterhin von unterwegs aus diese Reisedokus erst produzieren und Beiträge und Tipps mit euch allen teilen zu können. Vielen herzlichen Dank dafür und bis bald im faszinierenden grünen Georgien.